Willkommen zu dieser besonderen Folge des Varavesa Podcasts. Vielleicht hast du schon einmal den Begriff Reichsbürger gehört und vielleicht spürst du, dass allein dieses Wort etwas in dir auslöst. In dieser Folge geht es nicht darum, eine Seite zu vertreten oder eine Meinung zu bestätigen. Es geht darum, die tieferen Zusammenhänge zu erkennen. Warum entstehen solche Konflikte? Wie entsteht Spaltung? Und was hat das, was wir im Großen sehen, mit unserem eigenen Leben zu tun? In unseren Beziehungen, in unserem Alltag, in uns selbst. Wenn du beginnst zu verstehen, welche Dynamiken hier wirken, kannst du erleben, wie innere Freiheit entsteht, jenseits von Angst und Reaktion. Bleib also unbedingt dran, es könnte deinen Blick auf dich selbst und dein Leben verändern. Varavesa: klar denken, tief fühlen, ganz leben. Lebendigkeit braucht keine Methode, nur dich. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Varavesa Podcast. Ich habe mir für die heutige Sitzung ein gewissermaßen brisantes Thema ausgesucht. Also ich spreche sehr ungern über das, was im weitesten Sinne in den Bereich politische Themen fällt. Aus dem Grunde, dass ich mich in politische Debatten nicht einmischen möchte, da sie mich in der Sache nicht interessieren und für mein Leben nicht relevant sind. Ich spreche über dieses Thema sowie möglicherweise über andere im weitesten Sinne politische Themenfelder einzig und allein aus dem Beweggrund eines psychologischen Interesses. Das heißt, es geht darum zu verstehen, wie bestimmte Konflikte in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit überhaupt zustande kommen. Also was die zugrunde liegende naturgesetzliche Triebkraft ist, die dazu führt, dass bestimmte Konflikte entstehen. Politische Themen haben dabei den Vorzug, dass sie einer breiten Hörerschaft bekannt sind. Deshalb wähle ich an dieser Stelle dieses Thema aus. Die Prinzipien, die wir beim Betrachten von diesen Themen erfahren und erlernen können, lassen sich auch auf unsere individuellen Konflikte und Themenfelder in unserem individuellen Leben, sei es am Arbeitsplatz, im Unternehmen, im Geschäft, in der Familie, im Freundeskreis, im Verein gleichermaßen anwenden. Also das Thema, um welches es hier heute gehen soll, sind die sogenannten Reichsbürger. Vielleicht solltest du an dieser Stelle kurz innehalten und einmal deinen Gemütszustand beobachten, auf deine Körperreaktionen achten. Möglicherweise löst allein die Verwendung dieses Wortes bereits eine emotionale Reaktion in dir aus. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es hier nicht darum geht, irgendeine Position einzunehmen, sich hier auf irgendeine Seite zu positionieren oder für irgendwie eine Partei zu ergreifen. Es geht vielmehr darum, ein Phänomen zu verstehen, zu begreifen, wie bestimmte Strukturen und Vorgänge in der Gesellschaft zustande kommen, wie bestimmte Konflikte entstehen und warum sie auf eine bestimmte Weise und mit einer bestimmten Intensität eskalieren. Also seit einigen Jahren ist in den großen öffentlichen Medien immer wieder die Rede von sogenannten Reichsbürgern. Mir ist nicht bekannt, dass dieser Begriff irgendwo eindeutig definiert wäre, dass es dafür eine logisch geschlossene Definition gäbe. Es handelt sich meinem Eindruck nach um einen Sammelbegriff, der vor allem als emotional aufgeladener politischer Kampfbegriff verwendet wird. Dem stereotypischen Reichsbürger wird zugeschrieben, dass er die Bundesrepublik Deutschland nicht als legitimen Staat anerkenne und eine skurrile Rechtsauffassung habe, eine abwegige Denkweise an den Tag lege, die weit von der Norm abweicht, auch dem Pathologischen zugeschrieben wird oder zugeordnet wird.
Und darüber hinaus wird dem stereotypischen Reichsbürger bisweilen auch Gewaltbereitschaft im erhöhten Maße zugeschrieben. Also es wird in öffentlichen Medien bisweilen davon gesprochen, dass die sogenannten Reichsbürger dazu neigen, Waffen zu horten, um diese gegen Organe des deutschen Staats einzusetzen. Nun ist es so, dass mir niemand bekannt ist, der sich selber als Reichsbürger bezeichnet. Ich bin dem einen oder anderen begegnet, der dieses Attribut zugeschrieben bekommt oder bekommen hat in der Vergangenheit seitens diskursführender öffentlicher Medien oder auch seitens staatlicher Stellen. Allerdings ist mir, wie gesagt, niemand bekannt, der diesen Begriff als Selbstbezeichnung führen würde. Und gleichermaßen ist mir da auch niemand bekannt, der tatsächlich mit Gewaltbereitschaft agieren würde oder eben entsprechend auch Waffen horten würde. Es scheint mir so, dass es sich um einen Schubladenbegriff handelt, dem jeder zugeordnet wird, der sich auf eine bestimmte Weise in einer bestimmten Bandbreite kritisch äußert oder auf eine bestimmte Art und Weise mit staatlichen Stellen interagiert und kommuniziert. Und diese Schublade erfasst eine sehr große Bandbreite. Also ich will nicht bestreiten, dass es durchaus gewaltbereite Extremisten gibt, die mit einer bestimmten Rechtsauffassung auftreten, die sich gegen die Institution des deutschen Staates richtet oder die Legitimität dieses Staates in Frage stellt. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese Extremisten real existieren und nachvollziehbarerweise werden diese Extremisten auch als Gefahr gesehen, also seitens staatlicher Stellen und seitens führender öffentlicher Medien. Allerdings ist es wie gesagt so, dass vielen dieses Attribut Reichsbürger zugeschrieben wird, die meinem Eindruck nach an sich überhaupt nicht gewaltbereit sind, also in keiner Weise, und auch in einem begrenzten Maß von der üblichen Rechtsauffassung abweichen mit ihren Ansichten. Also sprich Bürger oder Menschen im Allgemeinen, die sich Sorgen um die rechtsstaatliche Ordnung in diesem Land machen und entsprechend kritische Fragen stellen. Also auch hier geschieht es schnell, dass sie in dieser Schublade landen. Eine öffentlich weitläufig bekannte sogenannte Reichsbürgerin ist die Heike Werding. Werding hat wegen Delikten, die meinem Kenntnisstand nach unter anderem in den Bereich der Amtsanmaßung fallen, im Gefängnis gesessen. Ist erst kürzlich entlassen worden. Das ist meinem Kenntnisstand nach erst einige Monate her. Und Heike Werding ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die es sich durchaus zu betrachten lohnt. Also wer mit Google nach dem Namen Heike Werding sucht, wird auf eine Vielzahl von Artikeln aus führenden öffentlichen Medien stoßen, die mit einem sehr vehementen Tonfall über Heike Werding berichten. Also immer mit diesem Prädikat Reichsbürger und meist mit eher unschönen Zuschreibungen. Also es geht jetzt nicht darum, die eine oder andere Seite hier irgendwie in Schutz zu nehmen oder irgendwo Partei zu ergreifen. Wie gesagt, hier geht es darum, ein Phänomen zu verstehen. Also ich betone das immer wieder, weil diese politischen Debatten emotional sehr stark aufgeladen sind. Und jemand, der diesen Podcast hört, könnte durchaus emotional aktiviert werden auf eine Art und Weise, die das richtige Hinhören stark beeinträchtigt. Also die Heike Werding, der bin ich vor einigen Jahren begegnet. Und so wie ich sie kennengelernt habe, scheint es mir, dass sie durchaus in einem sehr von der üblichen Norm abweichenden Weltbild agiert und auch mit einem hohen Maß an Starrsinn, also man könnte sagen einer geradewegs autistischen Manier mit staatlichen Stellen interagiert hat zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie es sich danach entwickelt hat.
Gleichermaßen habe ich, so wie ich die Heike Werding erlebt habe, in keiner Weise den Eindruck, dass sie irgendwie gewaltbereit wäre oder irgendwen zu Gewalt aufrufen würde. So wie ich sie erlebt habe ich keinen Zweifel daran, dass sie grundsätzlich friedlich ist. Diese Verurteilung und Gefängnisstrafe kam meinem Kenntnisstand nach zustande, weil die Heike Werding, wie ich mich zu erinnern vermeine, im Zusammenhang mit der geplanten Abforstung des Hambacher Forstes Schilder angebracht hatte, die den Anschein erwecken, von einer hoheitlichen Stelle ausgegeben worden zu sein. Und dies ist seitens der deutschen Behörden als eine Amtsanmaßung aufgefasst worden. Nun heißt es in diversen im Internet leicht zu findenden Artikeln, dass die Heike Werding nun nach ihrer Haftstrafe einen hohen Entschädigungsbetrag fordere, also irgendwas im sechsstelligen Bereich. Und wie ich die Heike Werding erlebt habe, stellt sie keine Gefahr für irgendwen dar. Also durchaus ein etwas skurriles Weltbild und hier auch mit einer starrsinnigen Überzeugtheit. Und auch gelesen, wie sie mit staatlichen Stellen, mit Behörden kommuniziert hat, also sie für Briefe geschrieben hat an Behörden. Und als ich das so gelesen habe, da habe ich mich dann schon gefragt, was denn ihr Beweggrund ist. Also was will sie denn mit solchen Schreiben erreichen? Diese Schreiben wirkten auf mich wirr und diffus. Und was ich dem entnehmen konnte, war, dass die Legitimität dieser Stellen in Frage gestellt wurde oder beziehungsweise eine Illegitimität behauptet wurde. Und das allerdings auf eine so skurrile Art und Weise verargumentiert, dass meinem Eindruck nach die Adressaten überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, das irgendwie nachzuvollziehen, was sie meint. Es ist völlig unverständlich, was sie geschrieben hat. Und dennoch, wie gesagt, halte ich sie für grundsätzlich harmlos. Also wie kommt es dazu, auf der anderen Seite, dass die staatlichen Behörden mit einer derartigen Härte reagieren? Also warum ist diese Frau, die vielleicht ein bisschen verrückt sein mag, aber an sich nicht gewalttätig und scheinbar erstmal ungefährlich, warum ist sie so hart bestraft worden? Und warum reagieren staatliche Stellen und, sage mal im weitesten Sinne staatsnahe Medien mit einer derartigen Vehemenz auf jemanden wie Heike Werding oder auch andere, die dieses Attribut Reichsbürger zugeschrieben bekommen? Also, was geschieht hier eigentlich? Warum gibt es überhaupt diese sogenannten Reichsbürger? Ja, warum ist es so, dass sich in Deutschland verschiedenste Gruppierungen formieren oder auch Individuen einfach nur hervortreten, die sich sehr kritisch mit den rechtlichen Grundlagen der staatlichen Stellen in Deutschland auseinandersetzen oder auch deren Legitimität in Frage stellen, deren Legitimität auch bestreiten? Also was ist hier eigentlich los? Also man müsste doch eigentlich auch meinen, dass so ein paar Wirrköpfe mit einem vielleicht etwas skurrilen Weltbild und einer abwegigen Rechtsauffassung jetzt an sich keine Gefahr darstellen. Warum also diese heftige Reaktion seitens der staatlichen Stellen und der besagten Medien? Es ist jetzt überhaupt nicht von Relevanz, ob die Position der einen oder anderen Seite jetzt hier stimmt. Was allerdings von entscheidender Bedeutung ist der historische und psychologische Hintergrund, über den, soweit es mir bekannt ist, weder in den besagten Medien noch in den Foren der sogenannten Reichsbürger gesprochen wird. Also wie kann es sein, dass der Staat geradewegs hysterisch reagiert und jemanden wie Heike Werding ins Gefängnis steckt? Und wie kann es sein, dass auf der anderen Seite dieser Extremismus entsteht? Wir sollten in diesem Zusammenhang betrachten, dass die Deutschen kollektiv hochgradig traumatisiert sind durch Situationen, in denen die staatliche Ordnung zusammengebrochen ist.
und infolge dieses Machtvakuums diverse Banden das Land beherrscht haben. Sehr tief eingebrannt in die Psyche der Deutschen, also sehr weit im Hintergrund in der fernen Geschichte, ist das sogenannte Interregnum im Mittelalter. Es war eine Zeit, die, wenn ich es richtig erinnere, irgendwie was zwischen 10 und 20 Jahren andauerte. Friedrich Schiller spricht diesbezüglich von der schrecklichen kaiserlosen Zeit. Nach Auffassung von führenden Historikern hat es in dieser Zeit ein chaotisches Umtreiben gegeben im Lande. Das heißt, wir haben alle möglichen Fürsten versucht, irgendwelche Ansprüche zu erheben, und der niedere Adel habe ebenso mit Willkür geherrscht, also das Raubrittertum sei zu dieser Zeit entstanden. Und es ergibt sich so das Bild, dass in diesem Machtvakuum auf einmal jeder, der bewaffnet war, meinte, dass er hier seine Ansprüche durchsetzen könnte. Nun wissen wir über diese Zeit sehr wenig, und niemand, der heute noch lebt, war ja damals dabei im Mittelalter. Aber diese Erwähnung bei Friedrich Schiller deutet darauf hin, dass es sich um eine traumatisierende Begebenheit gehandelt hat. Betrachten wir die jüngere Geschichte, stellen wir fest, dass zur Zeit, als so der Erste Weltkrieg endete, 1917, 18, 19, dass es da ebenso zu einem Kollaps der staatlichen Ordnung in Deutschland gekommen ist. Auch da verhielt es sich so, dass diverse Gruppierungen bewaffnet, gewaltbereit auf den Straßen unterwegs waren und sich einerseits gegenseitig bekämpft haben, andererseits Anspruch auf die Herrschaft in diesem Land erhoben haben. Also was vielleicht der eine oder andere aus dem Geschichtsunterricht erinnert, ist eben die Gründung der Weimarer Republik, dass es zu der Zeit diverse Ausrufungen von Republiken gegeben hat, wissen dann wiederum nur wenige. Etwa hat ein gewisser Karl Liebknecht eine sozialistische Republik Deutschland ausgerufen. Und nun gab es viele Kräfte im Land, die dann diese sogenannte Weimarer Republik nicht anerkannt haben. Und die nachfolgenden 1920er Jahre in Deutschland waren eine ziemlich schreckliche Zeit. Es war im Prinzip eine Zeit des durchgehenden Bürgerkriegs. Es sind Banden auf den Straßen unterwegs gewesen. Es gab Straßenkämpfe, gerade politischen Extreme, Kommunisten, auf der anderen Seite Nationalsozialisten und ihre Kampfverbände. Gleichzeitig war die Bevölkerung in weiten Teilen verarmt und verelendet. Dazu kam Hyperinflation, Arbeitslosigkeit und damit einhergehende generelle Perspektivlosigkeit. Das ist wiederum etwas, das durch die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 zunächst einmal behoben war. Das nur nebenbei erwähnt. Also nicht, dass ich hier irgendwie dieses nationalsozialistische Regime gutheißen wolle oder dergleichen. Nein, das liegt mir fern. Aber um zu verstehen, warum dieses Regime an die Macht kommen konnte und warum es einen derart großen Zuspruch in der Bevölkerung gab, ist es entscheidend, diese vorausgegangenen Entwicklungen in die Betrachtung einzubeziehen. Das heißt, infolge der Machtergreifung der Nationalsozialisten war dieser Bürgerkrieg und dieses Gerangel diverser Gruppierungen, auch vor allem extremistischer Gruppierungen, zunächst einmal beendet. Es gab wieder eine öffentliche Ordnung. Und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in Deutschland wieder die staatliche Ordnung kollabiert und das Land war zerstört. Zuerst mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ist hier wieder eine stabile staatliche Struktur entstanden und eine zuverlässige öffentliche Ordnung. Und die Zeit der sogenannten Wende 1989-90, also der Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik und die darauf folgende Wiedervereinigung, so ist zu bedenken, dass hier diejenigen, die in der Deutschen Demokratischen Republik gelebt haben,
ebenfalls den Zusammenbruch eines staatlichen Systems erfahren haben. Und für viele eben auch mit darauf folgender Verarmung und Perspektivlosigkeit. Also, wenn wir diese historischen Vorgänge einmal als Hintergrund betrachten und vor diesem Hintergrund diese ganze Thematik rund um diesen Begriff Reichsbürger anschauen, dann wird hier vieles klarer. Also dann wird auf einen Schlag klar, warum die staatlichen Organe der Bundesrepublik Deutschland mit der besagten Vehemenz auf die sogenannten Reichsbürger reagieren. Und nun ist klar, dass weitestgehend unbewusst die Vertreter dieser staatlichen Stellen Angst vor einem Kollaps haben. Davor, dass hier wieder Banden im Land herrschen. Dass hier also jeder rumläuft und seinen Staat ausruft und seine Ideologie und seine Rechtsauffassung auch mit Waffengewalt durchsetzt. Das hat es hier schließlich alles schon gegeben. Und wenn nun eine Heike Werding in einem Hambacher Forst Schilder anbringt, auf denen sie sich als Vertreterin irgendeines vermeintlichen deutschen Völkerrechtssubjekts ausweist, dann sieht es für die staatlichen Stellen in Deutschland nachvollziehbarerweise so aus, als würde sich dort jemand hinstellen, den bundesdeutschen Behörden die Legitimität absprechen und seinen eigenen Staat ausrufen. Und wenn dies nicht entsprechend sanktioniert wird, dann spricht sich das rum, vor allem in Zeiten des Internets sehr schnell und sehr weitläufig. Und dann kommen hier auf einmal etliche andere und rufen auch ihren Staat aus. Und wenn die Heike Werding nicht gewaltbereit ist, dann ist es vielleicht der Nächste, der seinen Staat ausruft und oder den bundesdeutschen Organen die Legitimität abspricht. Also diese Reaktion der Behörden ist vor dem Hintergrund dieser sehr verständlichen Angst nachvollziehbar. Und es ist ja auch Aufgabe der staatlichen Organe, die öffentliche Ordnung zu gewährleisten. Also zu gewährleisten, dass nicht irgendwelche Banden hier im Lande herrschen. Und gerade bei jemandem, der oder die auftritt wie Heike Werding in ihren Schreiben, also mit dieser Engstirnigkeit und Borniertheit, einem sehr stark von der Norm und den üblichen Vorstellungen abweichenden Weltbild und einer sehr stark abweichenden Rechtsauffassung, so scheint es umso mehr, dass diese Gefahr besteht. Nun ist es so, dass ja auch umgekehrt das Verhalten der sogenannten Reichsbürger vor diesen genannten historischen Hintergründen ebenso verständlich wird. Hier gibt es den einen oder anderen, der sich Sorgen macht um die rechtsstaatliche Struktur in diesem Land. Und dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. Das heißt nicht, dass der oder diejenigen jetzt irgendwie im Recht sind, aber es gibt nachvollziehbare Gründe dafür, dass sich viele Sorgen darum machen. Also, es ist ja zum Beispiel so, dass sich die Farbe und die Gestaltung von Polizeiautos und Polizeiuniformen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer wieder geändert haben und mittlerweile auch von Bundesland zu Bundesland stark voneinander abweichen. Und dadurch ist nicht mehr ohne weiteres auf den ersten Blick erkennbar, wer einer hoheitlichen Organisation angehört. Also es könnten sich ja jetzt auch Betrüger irgendwo aufstellen, die sich als Polizisten ausgeben und das würde gar nicht mal mehr sofort jedem auffallen, weil, wie gesagt, sich das Erscheinungsbild der deutschen Polizei in den letzten Jahren sehr oft geändert hat. Und auch ist es so, dass vielerorts beobachtet werden kann, dass zum Beispiel Behördenschreiben mitunter gar nicht mehr unterschrieben sind. Ja, da steht dann drin, dieses Schreiben ist maschinell erstellt worden und ohne Unterschrift gültig. Oder aber es wird undeutlich mit Paraphe unterschrieben und steht da zum Beispiel wie nur der Nachname des Zuständigen. Daraus ist jetzt keineswegs zu schließen, dass das, was der Zuständige dort tut oder das besagte Organ oder die Institution tut, dass das irgendwie rechtswidrig sei. Aber dieses Auftreten könnte suggerieren, dass derjenige, der da zuständig ist oder verantwortlich ist, nicht zu dem, was er da tut, steht, nicht mit seinem Namen dazu stehen will.
Und da stellt sich die Frage, warum? Also das kann nachvollziehbarerweise eine erhebliche Verunsicherung hervorrufen, wenn da jemand von einer staatlichen Stelle schreibt, aber sich namentlich nicht in Gänze zu erkennen gibt. Man könnte dann auf die Idee kommen, dass derjenige möglicherweise nicht zu dem steht, was er tut, sich selber unsicher ist. Es könnte allerdings auch sein, dass derjenige Angst hat, seinen vollen Namen preiszugeben, weil er vielleicht befürchtet, dass er dann von Extremisten verfolgt werden könnte, aufgelauert werden könnte, jemand seine Familie bedroht oder dergleichen, was auch wiederum verständlich ist. Aber auch das wiederum würde auf der anderen Seite die Frage hervorrufen, warum denn? Also das wäre ja nun sehr bedauerlich, wenn Behördenmitarbeiter in Deutschland um ihr Leben fürchten müssten. An sich muss der Staat ja in der Lage sein, die Sicherheit dieser Funktionsträger zu gewährleisten. Und ich sage nicht, dass er das nicht ist, aber es kann jemand durchaus auf die Idee kommen. Das heißt, wenn diese Funktionsträger Angst um ihr körperliches Wohlergehen haben, impliziert das, dass die dem Staat nicht zutrauen würden, ihre Sicherheit zu gewährleisten. Und dass dies eine Verunsicherung hervorruft, sollte jetzt verständlich sein. Könnte als weiteren Aspekt exemplarisch erwähnen, dass auch der Bundesadler, das Wappen der Bundesrepublik Deutschland, in verschiedenen Designs auftritt, an verschiedenen Stellen. Und wenn es da mehrere Designs von gibt, ja, also verschiedene Bundesadler, Bundestag benutzt den und auf den Schreiben von Finanzämtern ist wieder ein anderes Design zu sehen. Also ein Hoheitszeichen sollte eindeutig sein, weil es kann es ja sein, wenn es da mehrere Versionen von gibt, dass jetzt Betrüger kommen und noch eine weitere Version davon einführen und das keinem auffällt so schnell. Dass immer schwerer nachvollziehbar wird, wer in diesem Land denn wirklich über hoheitliche Befugnisse verfügt und wer nicht. Nun zeigt sich also, dass der sogenannten Reichsbürgerszene die gleichen Ängste als Triebkraft zugrunde liegen wie den staatlichen Stellen. Also auch diese Gruppierungen und Individuen haben in weiten Teilen Angst vor einem Zusammenbruch der staatlichen Ordnung und dem Ausbruch einer Anarchie, verschiedener Banden, die alle hier irgendwie Anspruch auf die Herrschaft erheben. Das ist das Element, das in diesem Konflikt beide Seiten miteinander verbindet. Wie gesagt, ich bestreite nicht, dass es in der sogenannten Reichsbürgerszene gewaltbereite Extremisten gibt. Extremisten, die bereit sind, Waffengewalt einzusetzen, um ihre Ideologie durchzusetzen und gleichermaßen mit einem sehr starken und vielleicht auch abwegigen Weltbild daherkommen. Jetzt ist allerdings das Problem, dass wenn kritische Bürger, die also Fragen stellen, weil sie sich Sorgen um den Rechtsstaat machen, diese in eine Schublade gesteckt werden mit Extremisten, dass dies wiederum diesen Extremismus noch weiter befeuert. Das heißt, durch diese Überreaktion seitens der staatlichen Stellen werden immer weniger Bürger mit moderaten Ansichten, die einfach nur kritische Fragen stellen, eben aus Sorge um die rechtsstaatliche Ordnung, weil sie für den Rechtsstaat und für die Demokratie sind, die sich immer weniger trauen, sich zu äußern. Und dann wird das ganze Diskursfeld immer mehr von Extremisten übernommen. Extremisten machen sich diese Sorgen nicht, die sind auch bereit, dann ins Gefängnis zu gehen oder so. Und an sich ist diese Entwicklung gewissermaßen tragisch, weil wir sehen können, dass alle Beteiligten auf allen Seiten Angst haben vor einem Kollaps. Und diese Angst ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sehr gut nachvollziehbar. Das heißt, die beiden Seiten haben viel mehr miteinander gemeinsam, als es auf den ersten Blick den Anschein erweckt. Also es wäre sinnvoll und ratsam, hier miteinander zu reden, statt übereinander. Und möglicherweise hört hier der eine oder andere vom Verfassungsschutz auch zu. Das wäre sehr erfreulich. Der Verfassungsschutz könnte in diesem Belang vermittelnd und aufklärend agieren. Es scheint manchmal so, als würde der Verfassungsschutz hier eher kriminalisieren. Also auch hier an diejenigen, die für den Verfassungsschutz tätig sind, vielleicht solltet ihr euch auch die Frage stellen, was der Beweggrund dafür ist, was ihr tut.
Also ist es nur so, dass ihr euren Beruf ausübt, weil ihr die verfassungsmäßige Ordnung in diesem Land schützen wollt? Oder gibt es da vielleicht in der Tiefe noch andere Beweggründe, so etwa eine Spaltung oder ein bestimmtes Feindbild aufrechtzuerhalten, damit ihr euren Job behaltet? Auch das ist sehr verständlich, ja, aber diese Beweggründe können dazu führen, dass eine Situation unbewusst, also gar nicht durch böse Absicht oder dergleichen, verschärft wird oder zumindest aufrechterhalten wird. Und abschließend vielleicht noch ein paar Worte an die sogenannte Reichsbürgerszene. Also die Vorstellung, dass du einer Behörde ihre Legitimität absprechen kannst und dann dadurch irgendwie zu deinem Recht kommst oder das bekommst, was du willst, ist sehr zweifelhaft. Also vor allem, wenn dir das Ordnungsamt Weschnitztal schreibt oder das Finanzamt Kassel oder was auch immer. Und du schreibst denen zurück, dass die Bundesrepublik Deutschland ja irgendwie illegal sei. Das ist durchaus verständlich, wenn diese Stellen dann von dir meinen, du seist entweder psychisch krank oder eben ein gefährlicher Extremist. Das ist nicht, dass du es wirklich bist, aber es ist nachvollziehbar, dass diese Stellen das dann möglicherweise so sehen oder dich als Gefahr sehen. Und diese Ideen, die so im Internet kursieren, Lebenderklärung, ja, oder dass ich mich als lebender Mensch erklären muss, weil das System eben nur Personen behandle. Also es ist in der Sache durchaus richtig, dass du deine Probleme lösen kannst, indem du als lebender Mensch agierst, oder lebendiger Mensch. Aber das tust du nicht, indem du irgendwelche skurrilen Lebenderklärungen an irgendwelche Stellen schickst. Es ist in der Sache auch richtig, dass der Staat und seine Stellen Personen verwalten, also juristisch unter den Begriffen natürliche und juristische Personen. Wenn du als Mensch behandelt werden willst, dann wirst du das nicht erreichen, indem du irgendwelche skurrilen Erklärungen schreibst, oder dich vor einen Richter stellst und sagst, ich bin ein lebendiger Mann. Also das wird dich bestenfalls in der Psychiatrie, schlimmstenfalls im Gefängnis landen. Wenn du als lebendiger Mensch respektiert werden willst, impliziert das, dass du dich selber erstmal als lebendigen Menschen respektierst und behandelst und dass du auch die Gegenseite als lebendigen Menschen behandelst. Ein lebendiger Mensch ist berührbar. Ein lebendiger Mensch spricht über das, was ihn bewegt, über seine Gefühle, über seine Ängste und über seine Bedürfnisse. Und wenn du in eine Situation gerätst, in der du dich von staatlichen Stellen ungerecht behandelt fühlst oder dich im Recht siehst, dann solltest du vielleicht versuchen, als lebendiger Mensch mit den Zuständigen in diesen Behörden zu sprechen, darüber zu sprechen, was denn das eine oder andere Schreiben, das du bekommen haben magst, ja, vielleicht eine Bußgeldaufforderung, vielleicht eine Anklage von einem Gericht, Schrift von einer Staatsanwaltschaft, was das in dir ausgelöst hat, wovor du Angst hast. Aber wenn das Finanzamt sehr hohe Steuervorauszahlungen von dir fordert, die du dir nicht leisten kannst, dann wäre es vielleicht ratsam, beim Finanzamt anzurufen oder hinzugehen und das so mitzuteilen, dass du Angst hast, existenziell ruiniert zu werden durch die Steuerlast oder dass du das, was da von dir gefordert wird, so nicht zahlen kannst. Und wenn es um Bagatelle geht, ja, um einen Bußgeldbescheid, weil du vielleicht zu schnell mit dem Auto irgendwo gefahren bist, ja, stellt sich die Frage, warum du diesen enormen Energieaufwand überhaupt erbringst, da mit den zuständigen Stellen in einen Widerstreit zu gehen. Also da ist es doch viel günstiger, mitunter dieses Bußgeld einfach zu bezahlen, deine Energie stattdessen konstruktiv einzusetzen. Lebendige Menschen sind berührbar. Wenn du also mit Funktionsträgern von staatlichen Stellen sprichst, von Mensch zu Mensch, von fühlendem menschlichen Lebewesen zu fühlendem menschlichen Lebewesen, dann wirst du den einen oder anderen berühren und so auch viele Probleme lösen können. Und wenn dein vielleicht auch unbewusster Beweggrund einfach nur darin besteht, einer Sanktionierung auszuweichen oder diese zu vermeiden, dann ist es überhaupt gar nicht verwunderlich, wenn die entsprechende Stelle da mit Vehemenz reagiert.
Möge dir diese ungewöhnliche Betrachtung eines kontroversen und sogar mit einer gesellschaftlichen Spaltung einhergehenden Themenfeldes eine Inspiration für deinen individuellen Lebensweg sein. Ich möchte dich abschließend dazu anregen, in deinem eigenen Lebensumfeld und deinem Lebenswandel zu prüfen, inwieweit bei Konflikten beide Seiten durch ein gemeinsames, angstbesetztes Thema verbunden sind. Möglicherweise eröffnet sich hierdurch eine völlig neuartige Perspektive der Konfliktlösung und des konstruktiven Miteinander. Du hörst unseren Podcast und merkst, dass er etwas in dir bewegt? Sei dabei bei der kostenlosen und unverbindlichen ersten Kurseinheit. Melde dich an unter waraweser.de/Kurse und entdecke: Dein Leben geschieht für dich. Dein Alltag zeigt dir deinen Weg.